Morgen. Guten Morgen, good morning, buenos dias. Auch an Zürich. Heute wird Livestream gemacht nach Zürich. Können wir Sie auch willkommen heißen mit einem Applaus. Church Alive in Zürich. Cool. Schön, dass du da bist. Ich liebe diese sonnige, kalte Winterwetter. Wirklich Einstimmung auf Weihnachten, oder? Oder? Alright. Wer von euch hat jemals etwas gehabt, die einfach mega cool war, gewaltig war, aber du hast nicht wirklich gewusst, wie es funktioniert? Jawohl. So, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert nicht richtig, oder? Halten wir es simpel heute Morgen. So, kürzlich habe ich dieser riesige Schritt gewagt, ein Apple Watch zu kaufen. Occasion. Es ist mega cool, muss ich sagen, okay? Es ist mega cool. Es hat so viel Gadgets drauf und Apps drauf, okay? So viel Power in diesem kleinen Gerät. Schau mal. Du hast verschiedene Designs. Okay, es hat verschiedene Designs, okay? Und eine ganze Menge von Apps drauf. Es ist wie ein Smartphone. Wer von euch hat ein Smartphone? Okay, das ist ein allgemeiner Begriff für diese intelligenten Phones, oder? Nattels. Aber was ich ganz schnell realisiert habe, ich brauche kein Smartwatch. Ich brauche ein dummer Watch. Eine einfache Watch, eine einfache Uhr, eine einfachere iWatch, Apple Watch, okay? Und so, ich brauche nicht alle von diesen Apps. Ich weiß nicht, ob du, ups, was habe ich jetzt gemacht? So viele verschiedene Apps und ich weiß nicht, wie alle funktionieren, okay? Und so, was mir hilft, wenn ich nicht verstehe, ist einfach Literacy. Ich muss laut sein, ich muss schreien, ich muss es ein bisschen anschreien und sagen, hey! Weil mit dieser Watch, du kannst mit dieser Watches reden. Aber du musst richtig sprechen. Okay? So, es gibt eine App drauf, es heißt Siri. Und es gibt eine hier in Church Alive, die heißt Shiri. Und so, ich sage immer Shiri. Shiri. Und welche Zeit ist es in London? Aber es antwortet nicht. Aber wenn ich sage, Siri, what time is it in London? Siri, what time is it in London? Dummer. Anyway, ich brauche kein Smartwatch, ich brauche eine dumme Watch. Okay, die einfach ist zu bedienen, okay? Und so, wenn etwas nicht funktioniert mit meinem Laptop, mit meinem iPhone, mit meinem Watch, okay, was ich tue, zuerst werde ich laut sein und wenn das nicht hilft, dann gehe ich auf Martin, die ein Teil ist von der Church hier, oder ich gehe auf Werner und ich sage, hey, hilf mir. Und dann machen sie, mega easy, musst es einfach einstecken. Ja, oder du musst einfach das einschalten und dann geht es. Wow, so easy, okay? Es ist gut, wirklich etwas so Kraftvolles zu haben, aber es ist viel besser, wenn du weißt, wie es funktioniert. Und wir alle haben etwas Kraftvolles, aber es ist nicht nur für smart people. Es ist auch für dumme Leute. Oder vielleicht besser gesagt, für einfache Leute wie ich. Okay? Es ist eine Waffe und die Bibel nennt es Low Price. Eine Waffe, die etwas mega kraftvoll ist. Okay? Aber du musst wissen, wie es funktioniert und du musst es umsetzen. Okay? Low Price, ein biblisches Wort, wahrscheinlich nicht ein Wort, die du jeden Tag brauchst, aber es ist ein biblisches Wort und wir müssen verstehen, wie es funktionieren kann in unserem Leben. Okay? Low Price sind nicht einfach die paar Lieder, die wir singen in einem Gottesdienst, bevor es wirklich zu die heftige Tag kommt. Okay? Wenn der komische Mann vorne steht und etwas Gutes erzählt. Okay, das ist nicht nur dieser Teil. Low Price ist wie eine Position. Low Price ist wie eine Haltung. Low Price ist eine Fokus, die wir haben. Low Price ist ein Lebensstil, den wir bewusst kreieren. Weil es gibt immer einen Kampf für deinen Fokus. Ein Kampf für deinen Fokus. Auf was du dich konzentrierst.
Und auf was du dich fokussierst oder konzentrierst, wird immer größer sein in dein Leben. Okay? Auf was du dich konzentrierst, wird immer größer sein in dein Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auf die richtigen Dinge fokussieren. Und so wir müssen entscheiden. Und das ist, was manchmal schwierig ist oder herausfordernd ist. Wir müssen wirklich entscheiden, Lobpreis anzulegen, anzusehen, zu tun, Freude sozusagen anzulegen oder zu tun, zu praktizieren, dankbar zu sein. Manchmal ist es eine harte Entscheidung. Wir müssen bewusst unsere Augen erheben, auf uns Gott fokussieren, okay? Und wir müssen wirklich eine Entscheidung treffen, auf ihn zu konzentrieren, auf ihn zu fokussieren, dass er größer ist in unser Leben, größer ist als unsere Herausforderungen. Okay? Einfacher gesagt als getan, aber so nötig. Und so, wenn du einen Titel brauchst für heute Morgen, es gibt nur auf Englisch diese Titel, weil ich konnte keinen anderen Titel finden. Und es heißt Heads Up. Erheb deinen Kopf, schau nach oben. Amen. Kopf hoch. Komm on. Sowieso im Kino in die erste paar Reihe und auch in ZÜRICH in die ersten 2 Reihen. Kopf sind ein bisschen so. Ist gut so. Psalm 43, Vers 2. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihm zu rühmen. Von ganzem Herzen lobe ich ihm, wer entmutigt ist. Gibt es jemanden, der entmutigt ist heute Morgen? Wer entmutigt ist, okay, soll es hören und sich freuen. Preis mit mir diesen großen Herrn. Lass uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Cool, oder? So eine starke Ermutigung, dass wir das tun. Und wir wollen und wir müssen und wir sollten und wir können diese kräftige Waffe einsetzen. Und es heißt Lobpreis. So, ich gebe euch eine kleine Warnung heute Morgen. Okay? Es kann sein, okay, dass ich ein bisschen begeistert werde während dieser Message, weil ich zu mir selber predigen und vielleicht wirst du angespornt, auch happier zu sein, wie du momentan aussiehst. Es gibt etwas Kraftvolles, wenn wir Gott loben. Wenn wir diese Entscheidung treffen, Gott zu loben. Okay? Wo wir einfach seinen Namen aussprechen, in Glauben. Okay? Wo einfach, wenn wir entscheiden, Gottes Namen zu erheben und einfach uns daran zu erinnern, was er schon für uns getan hat. Dass er die Power hat und die Kraft hat, Umstände zu verändern. Dass die Atmosphäre in unser Leben herum verändert sein kann durch diese Waffe Lobpreis. Okay? Und dass Ketten, die uns binden, einfach wegfallen können, wenn wir Gott loben, für wer er ist und für was er getan hat. Und so es sollte wirklich eine Warnungsetikett geben auf Lobpreis, weil es ist wie Sonnenstoff, es ist wie Dynamite, es ist etwas Kraftvolles, Sprengstoff, danke, okay, wenn wir das brauchen und wenn wir Jesus kennen. Und so Lobpreis ist ein Problem für deine Probleme. Checkt ihr das? Lobpreis ist ein Problem für deine Probleme. Lobpreis bringt Störung, bringt Veränderung in deine Probleme hinein. Wenn du nicht sicher bist, wer du bist, in deiner Identität, in deiner Selbstbewusstheit, wenn du beginnst, Gott zu loben, für wie er dich geschaffen hat und was er gemacht hat für dich, du wirst durch dein Lob, der Blick, den du hast, über dich selber verändern. Okay? Wenn du kannst mit einer Sucht, wenn du beginnst, Gott zu loben, Lobpreis hat die Power und die Kraft, dich frei zu machen. So gut, das ist gute Nachricht, oder? Wenn du es nicht aushalten kannst, in den Spiegel anzuschauen, früh am Morgen, weil der Spiegel so laut zu dir spricht, wer du warst oder wie hässlich du bist. Wenn du beginnst, Gott zu loben, okay, du wirst mehr und mehr Mut haben, in die Spiegel zu schauen. So, wow, bist du eine coole du. Weil Gott mich so geschaffen hat. Das ist die Power und die Kraft von Lobpreis. So nehmen wir einen kurzen Moment, stellen wir uns die Frage, brauchen wir diese Waffe, diese kraftvolle Waffe
in unser Leben, wie wir es einsetzen sollten. Erheben wir unsere Augen, erheben wir unseren Kopf immer wieder. Oder ist es einfach, Lobpreis für uns ist einfach dieser Teil, wo wir in den Gottesdienst kommen, ab und zu oder regelmäßig, und das ist wieder Warm-up, the Warm-up-Zeit, bevor die Predigt kommt. Okay, wir müssen realisieren, immer neu, immer wieder, dass es mehr ist, als einfach ein christliches Wort ist, dass es eine Waffe ist, dass es eine Haltung ist, okay, dass es ein Fokus ist und dass du alles anschauen kannst, jede Art von Herausforderung oder Berg kannst du anschauen, wenn du beginnst, Gott zu loben, okay, und wenn du beginnst und wenn du diese Entscheidung triffst und wenn du sagst, Gott, ich weiß nicht, wie es kommt, aber was ich weiß, ist, dass du die Zukunft in deine Hände hast. Dann verändert es deinen Blickwinkel. Ich weiß nicht, wie die Zukunft wird, wo ich sein werde, wie du diese Probleme lösen kannst. Aber was ich weiß, ist, dass du Lösungen hast. Und auch, wenn alles schief geht, ich habe die Hoffnung von einer Ewigkeit. Manchmal müssen wir wirklich zurückkommen zu Basics und sagen, hey, wenn alles schief geht, dann habe ich die Hoffnung von einer Ewigkeit mit Gott. Eine von meinen Lieblingsgeschichten, die einfach eine gute Bild ist oder eine gute Geschichte ist von der Power und der Kraft von Lobpreis, ist eine im Neuen Testament im Apostelgeschichte 16. Wir haben diese Geschichte für ein paar Wochen angeschaut von einem anderen Blickwinkel, aber ich möchte es noch einmal wieder besuchen heute Morgen. Es ist eine Geschichte von zwei Männern, Paulus und Silas, und sie haben das Richtige getan, aber sie sind in einem Gefängnis gelandet. Manchmal tun wir alles Richtige, aber wir finden uns in einem Gefängnis, in einem Ort, den wir nicht haben möchten. Wo wir unter Druck sind, wo wir nicht vorne oder hinten gehen können, vielleicht ist es am Arbeitsplatz, vielleicht ist es in der Schule, wo auch immer. Wir treffen eine Entscheidung, ehrlich zu sein, und die Konsequenzen, dass du triffst, ehrlich zu sein, bedeutet, dass du deinen Job verlierst. Ich habe einen Job gehabt, wo es ein Teil davon war, dass ich lügen muss. Oder Minimum grau, nicht die ganze Wahrheit sagen, weil sonst haben wir nicht so viele Aufträge bekommen. So, es kann sein, dass du, wenn du richtig tust, dass du auch selber in eine enge Situation, in eine Art von Gefängnis hineinkommst. Okay? Es sieht so aus, als ob du alles richtig getan hast, aber alles geht nach unten. Aber in dieser Situation, in diesem Gefängnis, in dieser Story, diese zwei finden sich in einem Gefängnis, aber dann haben sie eine Einstellung von Lobpreis hineingebracht. Okay? Und so, sie haben entschieden, diese gewaltige Waffe auszupacken, diese Waffe von Lobpreis auszupacken, diese Geheimwaffe sozusagen, um das einzusetzen. Und dort steigen wir ein in Apostelgeschichte 16, Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Stell dir vor, wie das wirklich war. Gegen Mitternacht. In anderen Worten, es war dunkel. Warum ist das wichtig? Weil manchmal, wenn es wirklich dunkel ist und wir können kein Licht sehen, wir können keinen Ausweg sehen, muss unser Lob, unser Schrei, unser Gebet am lautesten sein. Wir müssen ganz bewusst sagen, hey, ich erhebe meine Hände, ich erhebe meine Stimme, ich werde laut sein mit meinem Lob und Dankbarkeit Gott gegenüber. Okay? Und so, sie sind zusammengekommen, sie waren in diesem Gefängnis und sie haben angefangen, Lieder zu singen. Es war offensichtlich laut genug, dass andere es hören könnten. Okay, es gibt unterschiedliche Stufen von laut, oder? Ich kann ganz laut singen. Sie haben laut genug gesungen und gebetet, dass andere Leute es gehört haben. Okay? Stell dir vor, was die anderen gedacht haben. Die anderen Leute, die im Gefängnis waren, gedacht haben. Crazy. Sie sind verrückt. Sie spinnen einfach, okay? Wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit. Einige, das schöne Lieder. Vielleicht ein oder zwei haben sogar diese Lieder gekannt und haben angefangen mitzusingen. Das weiß ich nicht, okay?
Aber es hat etwas ausgelöst. Warum ist das wichtig? Weil ich glaube manchmal, es gibt Leute in unserem Umfeld, in deinem Umfeld, und sie warten zu sehen und zu hören, was du singst oder was du sagst, wenn es schief geht in dein Leben. Wenn du durch eine engere Zeit gehst, wenn du in ein Gefängnis landest, sie warten, okay, wie wird diese Person reagieren? Was ist die Lied, sozusagen, die von dieser Person kommt? Weil es ist easy, Gott zu loben, es ist easy, positiv zu sein, wenn alles gut geht, oder? Wenn du einfach eine finanzielle Versorgung erlebt hast, wenn du eine Gebetserhörung erlebt hast, was auch immer, wenn alles gut läuft, es ist easy zu sagen, hey, Gott ist so gut. Aber wenn du in einem Gefängnis bist, das verlangt etwas anderes von dir. Okay? Andere Gefangene, andere Leute in schwierigen Situationen hören zu. Was kommt von deinem Mund? Vers 26. Plötzlich bebte die Erde so heftig. Oh, ich liebe solche Versen, wo ich sage, plötzlich. Okay? Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass die ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttelt wurde. Alle Toren sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. So plötzlich, ohne Warnung. Plötzlich ist etwas passiert. Dieser riesige Erdbeben ist passiert und die ganze Gefängnis war geschüttelt. Das ist krass, oder? Und jede Tür war geöffnet. Jede Kette ist am Boden gefallen. Jede. Nicht eine. Es war nicht einfach so. Jede Tür war geöffnet und jede Kette ist zum Boden gefallen. Deshalb, wenn ich so sagen darf, deshalb ist es so powerful, so kraftvoll, wenn wir gemeinsam kommen und eine Entscheidung treffen, Gott zu loben. Es ist unglaublich stark. Wir können oft unterschätzen wir die Power von unserer gemeinsamen Lobpreiszeit. Unsere Lob gemeinsam hat die Power und die Kraft, Ketten zu sprengen. Okay? Durchbrüche zu bringen. Und auch Freiheit, ich finde das lustig, einerseits, Freiheit zu bringen, eigentlich zu Menschen, die nicht frei sein wollten. Es gibt gewisse Leute, die möchten nicht frei sein. Aber in dieser Geschichte, in dem Sinn, Gott hat diese Gebet, diese Dankbarkeit, diese Lobpreis von Paulus und Silas gehört und hat etwas getan. Andere Gefangenen waren dort und sie haben einfach die Überfluss davon profitiert. Ich weiß nicht, ob du, ich meine, wir sind alle Menschen hier, allgemein. 90%, okay? Und so, ich weiß nicht, ob du beobachtet hast in einem Gottesdienst, besonders in Zürich, in AARAU nicht, aber besonders in Church Alive in Zürich, wo jemand kommt und alles von ihrer Körpersprache ist, ich möchte nicht da sein. Oh, das schießt mir an. Darf ich das sagen? Nein, ich darf es nicht sagen. Okay, das sage ich nicht. Ja? Aber ich möchte nicht hier sein, okay? Und dann irgendwie durch die Worship, durch die Musik, durch die Atmosphäre, sie gehen von einer, ich hasse es, da zu sein, zu. Und manchmal sieht man, dass jemand fängt an zu tränen. Am Anfang waren sie wie eine Mauer, am Schluss sind sie berührt von Gottes Gegenwart. So cool, oder? Und das ist eine Story, die wir in dieser Story sehen können. Menschen, die berührt waren, so kraftvoll. 27. Aus dem Schlaf, okay, gerissen sah die Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Tu das nicht, rief da Paulus laut. Wir sind alle hier. Wir sind alle hier. Ich übersetze Sachen ziemlich frei, okay? Ich probiere mich einfach in die Geschichte hineinzustellen. Und manchmal mache ich es ein bisschen lustig draus. Paulus sagt, nein, wir sind immer noch da. Wir sind nur beim 3. Lied und wir haben 3 Lieder mehr, okay? Nach dem 6. Lied gehen wir schon, aber wir sind nur bei dem 3. Lied. Ist okay, ist okay. Anyway, einfach Mini-Humor. Und so er sagt, hey, tu das nicht, bringe dich selber nicht um, wir sind alle da. Und so dieser Aufseher war plötzlich weg und er hat vermutet, dass sobald sie eine Möglichkeit haben, sie werden fliehen. Okay?
Und deshalb hat er entschieden, sein Leben zu nehmen, weil er hat auch gewusst, am nächsten Morgen wird sein Chef, sein Boss ihn umbringen, weil er so etwas zugelassen hat. Okay? Und deshalb schreit Paulus so laut, hey, es ist gut, wir sind immer noch da. Und er hat gedacht, das kann nicht sein, ihr seid verrückt. Warum seid ihr immer noch da? Vers 29. Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben, das heißt, es war dunkel, oder? Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle. Er konnte es kaum glauben, dass sie immer noch da waren. Wo er sich sittend vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus, okay, so aus dem Gefängnis oder die innere Teil vom Gefängnis und fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderte Paulus und Silas. Sie verkündet ihm und alle in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Die Gefängnisaufseher kümmert sich noch in dieselbe Stunde um Paulus und Silas. Er reinigt ihre Wunden und ließ sich mit allem, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Ist krass. Wenn du wirklich denkst, okay, es ist so eine gewaltige Story, diese Umkehr. Es ist bewegend, es ist so schön, okay, wenn wir realisieren, wenn wir Jesus loben, wenn wir eine Entscheidung treffen, Gott zu loben, unsere Herzen werden auch verändert sein. Stell dir vor, wenn du selber im Gefängnis wärst, er hat das selber verdient. Er war sicher gemein, er hat sicher viele Leute unrecht behandelt. Jawohl, lass ihn sich selber umbringen. Nein, Paulus und Silas, weil sie Gott lobten, waren barmherzig, waren voller Liebe, voller Gnade zu ihm. Okay, wenn du beginnst, Gott zu loben, du checkst und du bekommst ein Herz und du kannst Gnade weitergeben, weil du selber Gnade erlebt hast. Okay? Wahrscheinlich in diesem Ort, solche Gefängnisse waren grausam, okay, waren nicht schöne Orte. Und sittend, dieser Aufseher ist zu ihm gekommen. Was muss ich tun, gerettet zu sein? Was muss ich tun? Gewaltig, oder? Gewaltig. Er kommt am Boden, er liegt, wie sagt man das? Er beugt sich vor Paulus und Silas und sagt, was muss ich tun? Es hat keine Musik gegeben, kein Keyboards, okay? Keine schöne Atmosphäre, aber er war so überführt, okay, dass er sagt, was muss ich tun? Was muss ich tun? Was er gesehen hat, war 2 Gefangene, die Gott gelobt haben. Wow, das brauche ich auch. Und dann diese 2 Männer haben die Liebe Gottes einfach weitergegeben, einfach die gute Nachricht weitergegeben. Und dann ist Errettung in seine Familie und in sein Leben und seine ganze Familie hineingekommen. Wahrscheinlich waren sie geschlagen, gefoltert, missbraucht, verletzt, aber Lobpreis ist so kraftvoll, wenn wir es tun, wenn wir diese Power brauchen, die Umstände zu verändern und Sachen, die uns verletzen, können durch Prozessen gehen oder verändert sein, dass Heilung von der gleichen Quelle kommt. Leute, die dich verletzt haben, können berührt sein und sie haben kein Power mehr drüber dein Leben oder es bringt sogar Heilung in dein Leben. Ich finde diese Vers so faszinierend. Dieser Aufseher, dieser kräftige Soldat, er reinigt ihren Wunden. Stell dir vor, 180 Grad anders. Also hier sind ein paar Gedanken zum Schluss von heute. Lob muss dein erster Punkt, es kommt da. Lob muss deine Vorliebe überwinden, deine Präferenz. Du kannst nicht einfach von deinen Gefühlen leben. Okay? Psalm 34 noch einmal. Ich will den Herrn preisen. Es ist eine Entscheidung, die niemand anders für dich machen kann. Gefühle sind wichtig, aber sind schreckliche Meister.
schrecklicher Boss, weil deine Gefühle können up und down und links und rechts. Sie können die Wahrheit sprechen, aber sie können so lügen. Okay, und so wir können nicht von unseren Gefühlen allein leben. So viele Leute, wenn ich so sagen darf, sind mehr bewusst über ihre Gefühle, als was Gott sagt über ihr Leben. So viele Christen, okay, sind geführt und geleitet von ihren Gefühlen. Ich habe einfach keine Lust dafür. Deshalb mag ich nicht. Ich habe keine Lust, in die Gemeinde zu gehen, in den Gottesdienst zu gehen. Ich habe keine Lust, das zu tun, was richtig ist. Stell dir vor, wenn wir diese Frage Jesus gegenüber stellen würden. Jesus, hast du Lust gehabt, zum Kreuz zu gehen? Oh ja, es war einfach ein emotionaler Moment. Nein, er hat einfach entschieden, was richtig war, weil er gesehen hat, was für Frucht es bringen wird. Okay? Und so, wenn wir leben einfach von Lust und Gefühle, wir werden immer wieder in eine Sackgasse kommen, wir werden immer wieder die falschen Entscheidungen treffen und manchmal finden wir uns in einem Gefängnis, einfach weil wir von unseren Gefühlen leben, statt von was Gott sagt über unser Leben. Und so ab und zu werden wir konfrontiert mit einer Situation, wo wir vielleicht für jemanden beten müssen, die leidet mit einer Krankheit. Und ob wir das Gefühl haben oder nicht, was sollten wir tun? Wir sollten beten. Wir sollten das tun, was wir tun können. Okay? Es geht nicht primär an unsere Gefühle, aber an eine Haltung, an eine Position, an einen Fokus von Worship. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns trösten möchte, aber Gefühle allein sind schreckliche Meister, schreckliche Boss. Und Praise, Lobpreis, Dankbarkeit muss zu einer Priorität sein in unser Leben. Amen. Manchmal Leute fragen mich, hey, sind neu in die Gemeinde, haben keine christlichen Hintergrund oder keine Church-Hintergrund und so. Ich liebe solche Fragen. Warum strecken gewisse Leute ihre Hände hoch in der Musikteil, in diese Teil, die der Lobpreis nennt? Okay, warum tun Leute das? Die Bibel spricht viel darüber. Erheb deine Hände, erheb deinen Kopf, erheb deine Augen, erheb deine Stimme. Es ist eine Art von Hingeben, es ist eine Art von Gott. Ich strecke mir aus, ich vertraue dich, ich strecke mir aus nach deiner Power, nach deiner Lösung. Ich bekenne, dass du Großer bist, dass du Meister bist, dass du über alles stehst. Es ist manchmal so nötig, dass wir zu unserem eigenen Körper, zu unserer eigenen Seele, zu unseren eigenen Emotionen sagen, hey, du bist nicht der Chef, es gibt eine, die größer ist und darüber steht. Vielleicht kann Keyboards kommen. Lob kann nicht von deinen Gefühlen kommen. Wir müssen unsere Gefühle überwinden. Ein weiterer Gedanke ist dieser: Lob verändert die Atmosphäre. Lobpreis verändert die Atmosphäre in dein Leben, in deinem Umfeld. Es verändert deinen Fokus. Es erhebt dich. Es bringt dich auf einen festen Fels. Es gibt Power, wenn du die Bibel braucht diese Bilder vor. Leg eine Jacke, leg einen Mantel von Lobpreis an. Zieh diese Kleider an von Dankbarkeit. Es ist gut, wenn wir es zu uns selber sprechen, wo wir selber daran erinnern. Nein, ich werde nicht geführt, ich werde nicht geleitet von meinen Gefühlen, aber was Gott sagt und was er sagt über mein Leben. Gott, ich vertraue dich. Lobpreis verändert die Atmosphäre. Wenn ich so sagen darf, ich bin jetzt über 20 Jahre unterwegs im Glauben. Ich habe immer noch eine Eifer für Gott, eine Liebe für sein Reich, eine Liebe für das Haus Gottes, eine Liebe für Menschen. Nicht perfekt, es ist nie immer ganz voll, aber grundsätzlich, wenn ich zurückschaue, kann ich sagen, Gott, du hast mich getragen. Und wenn es etwas gibt, die mein Leben geschützt hat und bewahrt hat, es ist dieses Ding, dass ich gelernt habe, Gott zu loben in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Es hat mein Herz bewahrt. Es hat meine Körper bewahrt. Es hat mir wieder Heil gemacht. Es hat mir immer wieder neue Power gegeben, wieder aufzustehen und weiterzugeben und nicht aufzugeben. Und selber, wenn ich in
das Gefühl gehabt habe, ich komme in ein Gefängnis oder ich bin in einer Situation, wo ich nicht weiß, links, rechts, vorne oder hinten, wo ich angefangen habe, Gott zu loben. Früher oder später springt eine Tür auf und Gott befreit. Lobpreis ist eine Waffe in deiner Hand, aber du musst es umsetzen. Ein weiterer Gedanke ist dieser: Lob verändert deinen Fokus, verändert deine Gedanken. Es erneuert unsere Gedanken. Deshalb ist es so kraftvoll. Wenn wir Gottes Wort in unseren Mund hineinlegen und beginnen es auszusprechen, beginnen es auszusingen. Deshalb Lieder, Worship-Lieder sind so kraftvoll. Musik allgemein ist powerful. Aber wenn es Lieder ist über Gott und wer er ist und seinen Charakter und seine Fähigkeit, es baut unsere Glauben auf. Niemand anders kann diese Worte in deinen Mund hineinlegen. Lob verändert deinen Fokus. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Manchmal kommst du in Situationen hinein, wo Angst beherrschen möchte, zurückhalten möchte. Und dann die einzige Ding, die du tun kannst, ist das einfach setzen mit die Wahrheit und beginnen, Gott zu loben. Eine andere Perspektive, dass du siehst von einem anderen Blickwinkel, wer er ist und was Gott für uns getan hat. So Lob verändert deinen Fokus. Zuerst musst du es tun. Und 4. Lob bringt Durchbruch. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Werner, Lobpreis bringt Durchbruch in dein Leben, in dein Family, in ein Haus, in ein Church, in ein Business. Lobpreis bringt Durchbruch. Es gibt etwas Kraftvolles, wenn wir beginnen, Gott zu loben. Etwas Übernatürliches, die freigesetzt sein kann. Stell dir vor, ich stelle mir vor, wie Paulus und Silas nach diesem Ereignis miteinander gesprochen haben, nach sie frei waren, nach sie wieder am nächsten Morgen draußen waren, wo die Sonne hochgekommen ist. Wahrscheinlich haben sie einander angeschaut. Haben wir das wirklich so erlebt? Vor ein paar Stunden waren wir in diesem Gefängnis. Und jetzt, weil wir angefangen haben, Gott zu loben, wir haben nicht gewusst, was kommt oder wie es kommen wird. Wir haben einfach eine Entscheidung getroffen, Gott zu loben. Und dann diese Erdbeben. Dieses übernatürliche Ereignis ist passiert. Und dann dieser Aufseher ist zu uns gekommen. Und dann alle waren frei. Und dann er und seine ganze Familie ist zum Glauben gekommen. Wir haben sogar eine neue Connect Group, eine neue Gemeinde gegründet in seinem Familienhaus oder was auch immer. Wahrscheinlich haben sie einander angeschaut und gesagt, wow! Aber alles, weil sie eine Entscheidung getroffen haben, Gott zu loben. Amen. Amen. Komm on, lass uns aufstehen miteinander heute Morgen. Und ich möchte, es gibt nichts Neues in dem Sinne in dieser Message, aber ich glaube, immer wieder müssen wir daran erinnert sein, was die Power und die Kraft ist von Lobpreis. Und in einem kurzen Moment, ich werde beten und dann gebe ich zurück an Werner in Zürich, und dann werden wir ein Lied singen. Aber ich möchte, dass wir eine Entscheidung treffen heute Morgen, ganz bewusst. Egal was unsere Umstände sind, ob wir in einer guten Zeit sind oder in einer herausfordernden Zeit sind, dass wir Gott loben. In einer großen Menge von Leuten. Es gibt immer Leute, die durch schwierige Sachen gehen. Und unsere Entscheidung, unsere Herausforderung ist, zu beginnen, Gott zu loben. Das ist unser Teil. Das ist die Teil, die Gott nicht für dich tun kann. Gottes Job sozusagen in dem ist die Wunderteil, ist die Befreiung, ist die Heilung, ist die Versorgung, ist was auch immer nötig ist in die bestimmte Situation, ist die Errettung. Aber manchmal fangen wir nicht an, Gott zu loben. Und deshalb bleiben wir gefangen. Manchmal brauchen wir jemand anderes oder andere Leute, die zu uns kommen und sagen, hey, lass uns gemeinsam unsere Stimme erheben. Und sonst bleiben wir unten. Wir legen diesen Mantel nicht ein.
von Lobpreis, weil es einfacher ist, auf unsere Probleme zu fokussieren, als zu sehen, wer er ist. Und es kann sein, dass einige von euch heute Morgen wirklich eine Entscheidung treffen müssen, okay, Gott zu loben, diese Waffe auszupacken. Es kann sein, dass eine oder mehrere Leute überwältigt fühlen von Herausforderungen, von Situationen, von Umständen. Und in einem kurzen Moment werden wir beten. Und dann werden wir ein Lied singen. Und in diesem Lied, ich glaube, dass Gott etwas freisetzen möchte. Neuer Mut, neue Kühnheit, neue Power, neue Ausdauer, neue Geduld, neue Liebe in dein Leben, für die Umstände in dein Leben. Wenn du das tust, so Gott, ich weiß nicht wie, aber was ich weiß, ist, dass du groß bist und dass du Lösungen hast und Antworten hast, die ich nicht kenne. Können wir unsere Augen schließen? Es gibt eine gewaltige Power in Lobpreis. So Gott, wir danken dir. Jesus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, dass du zum Kreuz gegangen bist, dass du Lösungen vorbereitet hast, die wir nicht sehen können. Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, die absolut relevant ist. Du siehst unsere Herausforderungen, du siehst unsere Challenges, du siehst, wo wir krank sind, du siehst, wo wir Mängel haben, du siehst, wo wir keine Lösungen sehen, wo wir herausgefordert sind in der Familie oder im Business oder mit unseren Kindern oder in unserer Gesundheit oder unseren Finanzen. Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, die übernatürlich ist. Und so, Vater, ich bete heute Morgen für diese Perspektive, für Mut, eine Entscheidung zu treffen in den Namen von Jesus.